Die genauen Mengenangaben Hallo, hier ist sie wieder, die Deutschlehrerin. Hallihallo zum Mittwoch-Feierabendrezept. Ja, in der Ecke gelandet, alles super. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es mal etwas Leichteres, weil wir haben ja in letzter Zeit oft ziemlich deftige Sachen gemacht, so richtig auch Fastfood mit Hamburger und so ein Bauernfrühstück, das haut ordentlich rein. Und jetzt müssen wir ein bisschen auf die Linie schauen und auf die Gesundheit. Und jetzt gibt es was mit Fisch, und zwar eine Gurkenpfanne mit Zanderfilet. Super, super lecker und geht ganz, ganz schnell. Und dazu brauchen wir ein frisches Zanderfilet oder auch eingefroren, das eignet sich auch sehr gut. 200 Milliliter Fischfond, Salz und Pfeffer, eine Bio-Zitrone, 1 Teelöffel Fenchelsamen ganz, 2 Esslöffel Schmand, 1 Esslöffel Butter, 1 Teelöffel Rohrzucker braun, 1 Teelöffel Koriandersamen ganz, ca. 2 Gurken, eine Frühlingszwiebel und ein ganzes Bund Dill. Die genauen Mengenangaben Hallo, hier ist sie wieder, die Deutschlehrerin. Das gibt's nicht, ey. Ich wollte sagen, die genauen Mengenangaben für 2 Personen schreibe ich euch unten in die Infobox, weil ich habe hier wieder ein bisschen mehr genommen, weil meine Jungs haben immer riesengroßen Hunger. Und wir schneiden jetzt die Gurken zuerst und dann den Rest. I don't wanna be alone. Spend too much time by myself. So many things that I still don't know. It's time for me to move on. I want you right here, but you're all across the globe. Never call me back, even though you're on your phone. Wishful thinking gets the best of me. Hoping that it's still you and me. Yeah, I thought we'd always shine. Just some time off, we'd be fine. Guess that I was wrong this time. When I think about it now, I know that I don't. I do not wanna give you more of my life. I do not wanna give you more of my life. You're just gonna waste it now. Not sure if I'll make it out. I do not wanna give you more of my life. Ihr habt gesehen, ich wollte euch noch sagen, die Gurke, vielleicht wisst ihr es ja auch schon, die wird ja bitter, wenn man sie falsch abschält. Also immer von der Blüte zum Stiel abschälen, weil wenn ihr es andersrum macht, dann werden so Bitterstoffe freigesetzt und dann könnt ihr sie nicht mehr essen, dann ist die ganze Gurke bitter. Also immer dran denken, habt ihr es gewusst? Dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt hier noch Fenchelsamen und Koriandersamen. Da habe ich einen Mörser, die tue ich einfach noch kurz ein bisschen anmörsern. Okay, dann geben wir jetzt als allererstes die Butter in die Pfanne und darin werden dann die Zwiebeln karamellisiert. Mit dem Rohrzucker. Dann kommen die Gurken mit dazu. Ein kleines bisschen mit anschwitzen. Dann löschen wir jetzt alles mit dem Fischfond ab. Dann gebe ich meinen Koriander und meine Fenchelsamen mit dazu. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Alles nochmal schön verrühren. Und jetzt bei geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten einköcheln lassen. Das riecht super, wenn ihr das riechen könntet. Einmalig. Es hat jetzt 10 Minuten geköchelt. Jetzt müssen wir dann hier noch ein bisschen den Schmand mit einrühren. So. Zack.
kräftig unterrühren, dass sich der Schmand schön in der Soße verteilt. Das ist wirklich was ganz was Feines, so ein Fischpfännchen. Also ihr könnt natürlich auch einen anderen Fisch nehmen. Man braucht halt einen sehr festen Fisch, dass der nicht zerfällt. Darum haben wir ihn ja auch in Würfel schneiden können. Den Zander, ihr könnt natürlich auch einen Schellfisch nehmen oder einen Wolfsbarsch. Ich glaube, so alle Fische aus der Art der Räuber. Ich weiß nicht, gibt es irgend vielleicht Fischer unter euch? Angler? Dann sagt es mir doch, das wäre echt super. Schreibt es mir mal in die Kommentare, welche Fische da noch geeignet sind für so eine Pfanne. Also ihr müsst nicht zwingend einen Zander nehmen. Ihr könnt auch gerne einen anderen nehmen. Ich habe auch schon mal einen Schellfisch verwendet, der war auch sehr, sehr lecker. So, jetzt ist das hier ganz verteilt mit dem Schmand. Die Soße ist jetzt schön gleichmäßig cremig. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Dill schon mal drüber. Und dann legen wir jetzt einfach den Fisch oben drauf und lassen ihn noch mal 5 Minuten bei geschlossenem Deckel in der Pfanne ziehen. Und voilà, fertig ist ein leckeres Low-Carb-Gericht für den Feierabend. Geht total schnell mit Zanderfilet und Gurken. Schmeckt mega, mega lecker. Ich sag's euch, Leute, ich habe es noch nicht das erste Mal gemacht heute. Schon viel öfters. Auch schon mal mit Schellfisch oder so. Also echt ein Traum. Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Und man kann auch dazu noch diese leckeren Eiweißfladen hier servieren. Die sind nämlich mit Hüttenkäse. Und wenn ihr dieses Rezept möchtet, dann stimmt doch mal mit ab. Dann würde ich das natürlich gern für euch hier als Video veröffentlichen. Ich habe schon mal ein paar Eiweißfladen gemacht. Die verlinke ich euch hier oben. Das eignet sich nämlich super. Da kann man die Soße schön mit aufnehmen und es macht auch sehr satt. Mega lecker, ein tolles Menü für einen Feierabend. Ja, macht es euch gemütlich zu Hause mit der Familie. Wenn ihr dann auch ein bisschen zusammensitzt abends, wisst ihr ja, habe ich ja schon oftmals gesagt, immer so ein bisschen miteinander und so hübsch angerichtet, den Teller, und schon ist der Abend gerettet. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns, für alle, die den Kanal schon abonniert haben, immer Mittwoch und Sonntag zum neuen Rezept. Und wenn du noch nicht dabei bist, abonniere doch auch gleich hier und aktiviere das Glöckchen. Dann verpasst auch du kein Rezept mehr. Wir sehen uns die Tage, Leute. Lasst es euch gut gehen. Eine wunderschöne Woche. Eure Joanna. Und ich genieße jetzt mein lecker Fisch, Zander, Gurken, Pfännchen mit Eiweißfladen. Herrlich! Everything